herzlich willkommen. Vielleicht kannst du dich noch kurz selbst introduzieren. Hoi, ich bin der Jo von der Foiling-Schule. Ich habe in Sisikon eine kleine Foiling-Schule, unterrichte Wingfoilen und Segelfoilen und habe unter anderem auch diesen Fit Ocean Drive bei mir in der Schule laufen. Bin sehr begeistert, ist ein sehr gutmütiger Wing, der perfekt geeignet ist für Einsteiger, aber auch für Leute, die schon ein bisschen fahren können, und hat einfach ein phänomenal gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Von daher top zu empfehlen, kann man nichts falsch machen. 1A Wing. Okay, gut. Also bin jetzt der Interviewer, aber als Neukunde sozusagen, und ich möchte einsteigen mit dem Wing. Da habe ich online ein Dschungel an Informationen, große, kleine. Kannst du etwas darüber sagen? Also ich weiß natürlich, das ist 2100. Wie ist das so mit dieser Größe? Also von der Größe her mache ich in der Schule ganz klar die Erfahrung, je größer der Wing, desto einfacher ist der Einstieg. Weil je größer der Wing, desto langsamer ist die Geschwindigkeit, bei der das Ganze schon foilt und funktioniert. Und dementsprechend kann ich mich bei langsamerer Geschwindigkeit rantasten und kann früher Spaß haben. Wenn man dann schneller fahren möchte, kann man die Wings immer alle noch ein bisschen drücken oder dann später als Leichtwind-Wing noch weiter benutzen. Es ist nicht so, dass es jetzt ein reiner Anfänger-Wing ist, aber je größer der Wing, desto besser für die Einsteiger, und deswegen sind 2100 super Größe für den Anfang. Okay, also das heißt, das ist nicht unbedingt 2100 für 100 Kilo Mensch, das ist auch für eine leichte Person. Definitiv, also auch die leichten Personen bekommen bei mir alle Foils, die so 2100 oder größer sind, bis hin zu 2500. Auch die leichten Personen tun sich mit den größten Wings am leichtesten. Okay, gut. Ja, also ich kann noch ergänzen, es gibt von diesem gleichen Marke auch noch ein kleinerer Frontwing, 1500, die man dann draufschraubt. Da kommt auch eine kleinere Tailwing, das ist das Ding am Heck. Und das wäre dann so für fortgeschrittene 1500. Und da hast du recht, die sind dann auch gleich schneller. Gell? Vielleicht noch kurz, was ich auch viel habe, ist das mit dem Mast. Das ist hier 75 cm. Wie siehst du das aus einer Schulperspektive, oder? 75 ist perfekte Einsteiger- und Allround-Größe. Das ist hoch genug, dass man so hoch fliegen kann, dass nicht bei jeder kleinen Welle das Board ans Wasser datscht, und trotzdem nicht so hoch, dass man einen mega langen Hebel hat und dann wird es instabiler. Also 75 ist super Allround-Größe. Okay. Würde ich definitiv jedem empfehlen, so zum Einstieg 75, 80 maximal. Okay, ja, würde nicht zu viel ins Detail gehen, aber ich kriege auch ab und zu die Frage und verkaufe auch ab und zu 40 cm Masten, und dann denke ich immer, Mensch, wo schicke ich das hin? Was macht der Person damit, ne? 40 cm ist sicher gut, wenn man in irgendeine Lagune hat, die einfach nicht tief ist. Ah, das oder ist es zum vielleicht, Beispiel ja. am Bodensee, Berlingen, wo man weit laufen muss, bis es tief Ja. genug ist. Dann sind kürzere Masten natürlich kommod, aber mit einem kürzeren Mast kommt der Foil sehr schnell nah an die Wasseroberfläche und bekommt dann Luft. Dann muss man mehr aufpassen beim Fahren, als wenn man ein bisschen einen längeren hat. Okay. Ja, Jo, also ich denke, das sind so die Hauptfragen. Ich bedanke mich für den Wiederholungseinkauf. Gerne. Zum zweiten Mal. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also auch letztes Jahr, die zwei sind gut in der Schule angekommen, und ja, ich finde einfach auch super cool, dass du die Mühe und die Aufwand nimmst, um die Schule zu betreiben und mehr Leute aufs Foilen bringt. Es ist ja so ein geiler Sport und jemand, der muss machen, gell? Also danke vielmals auch für das Interview und Happy Season. Cool.